Der Abstiegskampf spitzt sich zu, der Kampf um die internationalen Plätze, der wird auch nochmal richtig heiß. Dadurch, dass wir jetzt einen 5. Platz für die Champions League sicher haben, verrutscht sich das Ganze in der Tabelle natürlich immer. Das heißt, der 6. Platz ist jetzt sicher in der Euroleague, Platz 7 ist, glaube ich, Conference League oder auch Euroleague und Platz 8 könnte es dann auch noch werden, wenn Leverkusen den DFB-Pokal gewinnt und so weiter und so fort. Also ihr seht, da ist noch einiges geboten. Gute Spiele von Dortmund und von den Bayern, finde ich. Und wenn Dortmund wirklich die Champions League gewinnen sollte und 5. bleibt, dann ist die Eintracht Stand jetzt in der Champions League auch mit dabei. Völlig verrückt, diese Rechnerei. Aber die haben wir jetzt jedes Jahr, weil die Champions League ist ja aufgestockt auf 36 Teams. Also werden die 2 Plätze jedes Jahr neu vergeben. Das heißt, die Bundesliga muss sich jedes Jahr neu beweisen. So, heute fangen wir an mit Hoffenheim gegen Leipzig. Ja, zählt auch natürlich zum El Clasico hier. Wahnsinn. Hoffenheim gegen Leipzig, ey, das ist so ein Spiel zum Abgewinnen. Weißt du, das sind so 2 Mannschaften. Das ist so wie 2 Leute, die du auf eine Party einlädst, die du aber eigentlich gar nicht willst, die dann aber irgendwie doch dazugehören. Die lädst du dann zum Schluss ein, wenn du die Party irgendwie mal aufstocken musst. Naja, ich würde sagen, oder ich würde mir wünschen, ein 1:1. Dann kommt Hoffenheim halt nicht näher ran, weil wir spielen gegen Leverkusen am Sonntag. Da ist ja jetzt nicht auch unbedingt ein Sieg vorprogrammiert. Deswegen mache ich immer ein 1:1. Ich glaube aber, dass Leipzig das gewinnt. Leider, weil die momentan leider auch sehr gut drauf sind, sportlich gesehen. Ich glaube, die festigen Rang 4, nachdem sie gegen Dortmund gewonnen haben. Aber vielleicht, ja, zeigt Hoffenheimer auch ein bisschen, dass sie noch international spielen wollen. Wir gucken mal. 1:1, mein Tipp. Am Samstag geht es dann weiter mit Dortmund gegen Augsburg. Auch ein wichtiges Spiel, gerade für die Eintracht. Die Augsburger müssen ja jetzt nicht unbedingt in Dortmund gewinnen. Also klar, ich glaube, die Dortmunder, die werden auch ein paar Leute tauschen. So 6, 7 Stück. Vielleicht auch die ganze Mannschaft, außer den Keeper. Weiß ich ja nicht. Vorsichtsmaßnahmen fürs Rückspiel bei Paris Saint-Germain und die Augsburger. Die wittern halt dann auch diese Chance. Ne? Dortmund hat international gespielt, hat auch Kräfte gekostet. Die wollen auch noch Platz 7 verteidigen oder Platz 8. Ne, Platz 8 sind sie gerade. Platz 7 wollen sie wieder zurückerobern. Deswegen tippe ich mal für Dortmund. Liebe Dortmunder, enttäuscht mich nicht, ehrlich. Ey, mir geht das so ein bisschen auf den Sack langsam. Ich tippe immer für Dortmund und dann verkacken sie immer. Also ich hoffe natürlich, dass Dortmund das macht. Dass sie auch in der Champions League ins Finale einziehen, genauso wie die Bayern. Damit wir das deutsche Finale reloaded haben. Wie Wembley 2013, war ja geil. Ja, und für Augsburg, die sind auch in den letzten Spielen nicht so gut drauf. Gerade dann, wenn man es dann erwartet hätte, eigentlich, haben sie ein bisschen Federn gelassen. Hoffentlich machen sie es auch in Dortmund. Wolfsburg gegen Darmstadt, da ist eine Entscheidung schon gefallen. Darmstadt 98 steht jetzt auch rechnerisch als Absteiger fest. Man hat eigentlich nur darauf gewartet. Darmstadt, wie gesagt, sportlich gesehen einfach zu schwach. Das war einfach nichts in der Saison. Das war klar, dass die wieder runtergehen. Wolfsburg hat sich mit dem Sieg, mit dem überraschenden Sieg in Freiburg, hätte ich nicht mit gerechnet. Ich habe es gehofft. Und es ist dann auch so eingetreten. Die haben nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Da werden sich Bochum und Mainz und Union und Köln drum streiten. Wolfsburg ist raus. Und ich glaube, das wird so ein ganz netter Sommerkick vielleicht bei schönen warmen Temperaturen. Mal gucken. Und ich glaube, dass Wolfsburg das ganz locker flockig macht. Oder Darmstadt spielt jetzt einfach so einen gelösten Ball, macht vielleicht auch nochmal 1, 2 Tore, holt vielleicht noch mal irgendwo einen Sieg zum Abschluss, aber ich glaube nicht in Wolfsburg. Bremen gegen Gladbach, das kann, wenn es wirklich ganz, ganz blöd läuft, vor allem für Bremen auch nochmal unten ganz schön eng werden. Die können aber auf der anderen Seite auch noch ins internationale Geschäft. Also ihr seht, wenn die halbe Liga international spielen kann, dann ist natürlich auch klar, dass fast die ganze Liga noch drum spielt irgendwie. In Gladbach ist da auch noch nicht so ganz sicher raus, aber ich glaube von den Punkten her, da müsste schon ganz schön schief gehen. Ich habe die Tabelle jetzt leider nicht im Kopf, ey. Das wäre natürlich auch mal interessant zu wissen, aber ich glaube schon, dass das für beide, ja, die werden nicht absteigen und die werden auch nicht in die Relegation gehen. Die werden beide in der Liga bleiben, ist auch gut so und von daher, ja, glaube ich da mal an einen Heimsieg. Ich glaube, dass Bremen in der Saison auch ein bisschen stabiler ist, ein bisschen stärker als Gladbach, aber das ist auch wieder so ein Spiel, das dann ausgerechnet Gladbach in Bremen gewinnt. Weißt du, rechnet keine Sau mit und dann wird es passieren. Ich tippe aber mal für Bremen. Stuttgart gegen Bayern, auch ein sehr, sehr interessantes Duell. Ja, Kampf um die Vizemeisterschaft. Momentan haben die Bayern da, glaube ich, die Nase vorn, aber die Stuttgarter sind jetzt seit dem Sieg gegen Paris von Dortmund auch sicher in der Champions League nach 14 Jahren. Das letzte Spiel habe ich interessanterweise mal nachgeguckt, war am 23. Februar 2010, so rundum, ich glaube Ende Februar gegen Barcelona. Damals noch unter anderem mit Jens Lehmann im Tor. 14 Jahre ist das schon her, ihr müsst euch mal überlegen, aber die Stuttgarter haben es verdient. Also überhaupt schon international zu spielen. Die spielen eine gute Saison. Mit Girassi, mit Under vorne, das klappt. Enzo Mio, Silas, Leveling dazu im Mittelfeld mit Angelo, Stiller, Führig, Waldemar Anton. Das ist halt einfach eine gute Mannschaft, ein guter Kader und Sebastian Hoeneß dazu noch ein guter Trainer.
Ja, und auf der anderen Seite die Bayern, apropos Trainer. Ralf Rangnick hat jetzt auch abgesagt, jetzt bleibt ja nicht mehr viel übrig, ne? De Zerbi ist immer noch, oder De Zerbi, wie man den ausspricht, ist ja der von Brighton und Hove Albion, ist ja noch im Gespräch. Zinedine Zidane hat wohl noch nicht abgesagt, so wie alle anderen Trainer auch. Also ich bin gespannt. Ich glaube auch, dass jeder Trainer heutzutage gut überlegt, ob er zu Bayern geht oder nicht. Wenn ich im Rücken immer einen Uli Hoeneß sitzen habe, der dann einen blöden Spruch nach dem anderen über mich ablassen würde, dann muss ich da einfach zurückhalten. Der Hoeneß ist zwar jetzt der Ehrenpräsident, ist ja alles schön und gut, aber der soll sich doch einfach mal rauszeichnen. Der soll doch jetzt einfach mal die Leute da machen lassen und nicht immer, weil das würde ich mir als Trainer, wie gesagt, überlegen. Ich hätte da keinen Bock drauf, wenn Uli Hoeneß mir alle 2-3 Tage vom Tegernsee irgendeine Nachricht zukommen lässt oder irgendwas durch die Medien geht. Da hätte ich persönlich auch nicht Bock drauf. Schreibt ihr doch mal in die Kommentare, was ihr meint, wer der neue Trainer wird von Bayern. Vielleicht Mr. X, irgendeinen, den man noch gar nicht auf dem Schirm hat. Das wäre mal wirklich interessant. Ich glaube, das Spiel, das könnte auch interessant werden. Ich glaube, dass die Bayern sich halt auch schon werden. Gegen Real werden sie vielleicht nicht die Besten spielen lassen. Und ich traue den Stuttgartern das zu Hause. Ich mache da mal ein torreiches Spiel, 3-2 vielleicht. Ja, machen wir mal ein 3-2. Schwimme ich wieder ein bisschen gegen den Strom. Vor allem die Stuttgarter sehe ich gerade, witzigerweise haben die bessere Quote. Eine 2,15 für einen Sieg, die Bayern auf 3. Also werden die Bayern da als Außenseiter gesehen. Naja, schauen wir mal, was wird. Ein weiteres sehr, sehr wichtiges Spiel, gerade für die Kölner dann, im Topspiel. 6:30 abends gegen Freiburg. Das ist dann wirklich die letzte Chance. Es könnte da nämlich schon vorbei sein, rechnerisch. Wenn dann die Mainzer in Heidenheim gewinnen, dann ist der Abstieg, glaube ich, schon sicher. Oder vielleicht sogar, wenn sie verlieren. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte haben sie? 6 oder 7 Punkte? Oder nur 5? Ich weiß nicht, das ist wieder ein bisschen enger geworden. Also auf jeden Fall, wenn Mainz dann gewinnen sollte und Köln nicht, dann war es das für Köln. Dann sind die auch abgestiegen, von daher, und auch weil sie gegen Freiburg spielen, hoffe ich natürlich, dass die Kölner gewinnen. Also, liebe Kölner, bitte enttäuscht mich nicht. Ich mache ein 1:0. Ich weiß nicht, wer bei Kölner die Tore schießen soll. Wenn die einfach einen vernünftigen Neuner hätten, hätten sie auch in Mainz gewonnen, aber ist halt nicht in dieser Saison und ich hoffe einfach, dass Freiburg verliert oder halt auch nicht gewinnt, weil die sind direkt hinter uns. Das wird halt, wie gesagt, ein sehr, sehr spannendes Rennen noch um die internationalen Plätze und natürlich auch im Abstiegskampf. Am Sonntag geht es dann weiter mit Abstiegskampf. 2 Mannschaften im direkten Duell, Union und Bochum. Union hat auch im Sommer dann einen neuen Trainer. Hoffentlich haben sie ihn bis dahin gefunden. Bochum haben sich mit dem Sieg gegen Hoffenheim da unten so ein bisschen befreit, aber sind natürlich auch noch nicht raus. Das wird halt auch ganz eng. Das ist halt auch jetzt eine Kopfsache bei ganz vielen Leuten und bei ganz vielen Mannschaften. Das ist meistens halt eine Kopfsache. Abstiegskampf musst du annehmen. Da musst du dich reinfighten, reinkämpfen. Ich glaube, dass die Bochumer die Spieler auch dazu haben. Frage ist halt immer nur, ob du es dann auf dem Platz umgesetzt bekommst. Das ist die ganz, ganz große Frage, ob das hier oben in der Schaltzentrale dann auch so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und ich würde die Bochumer auf Sieg tippen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe noch so wenig Auswärtssiege. Ich habe noch gar keinen Auswärtssieg. Von daher wird das hoffentlich der einzige erste Auswärtssieg sein. Ich weiß ich gar nicht. Warum habe ich nur einen Auswärtssieg getippt? Ja gut, Dortmund habe ich die Hoffnung. Leipzig wird in Hoffenheim, glaube ich, gewinnen. Bremen zu Hause. Die Bayern vielleicht ausgerechnet dann in Stuttgart. Freiburg in Köln wird wahrscheinlich auch gewinnen. Ihr seht, die Hoffnung bei mir ist größer als irgendwelches Fachwissen oder so. Aber ich tippe mal ein 1:0 für Bochum. Ich möchte, dass die drinnen bleiben in der Liga. Warum auch nicht? Und wir schauen mal, ob die Bochum mal gewinnen. Um 5:30 Frankfurt gegen Leverkusen. Die Leverkusener noch beim AS Rom. Stand jetzt 20:11 Uhr. In 45 Minuten geht's da los. 50 Minuten in Rom. Ja, werden die Römer die erste Mannschaft sein oder sind wir es die Leverkusen die erste Niederlage hinzufügt? Man wartet ja immer. Ja, auch gegen Stuttgart war es eigentlich schon soweit, aber dann kam noch mal ein Freischuss rein. Ich habe so das Gefühl, dass sie nicht verlieren dürfen. Da ist irgendjemand, der verhindert das immer. Und ich glaube auch, dass sie in Frankfurt nicht gewinnen. Ich tippe natürlich für die Eintracht, weil das wäre wieder so typisch, weißt du, dass die Eintracht dann ausgerechnet die erste Mannschaft ist, die zu Hause gegen Leverkusen gewinnt. Das könnte natürlich auch, wie bei Bayern und bei Dortmund, so sein, dass die zwischen 2 Europa League spielen, dass die vielleicht da nicht mit der besten Truppe antreten. Je nachdem, wie das heute läuft gegen Rom. Natürlich will ich, dass die weiterkommen aus deutscher Sicht, aber die erste Niederlage, die können sie sich ja noch aufheben. Vielleicht am Sonntag, die Eintracht soll zusehen, dass sie Platz 6 verteidigt, die Saison gut zu Ende bringt irgendwie und dann müssen sie schauen, ob sie mit Topmüller weitermachen oder nicht, ob man einen erfahrenen Mann vielleicht an eine Seite kriegt, erfahrenen Co-Trainer, ob der Kader ausgeglichener wirkt, dass auch ein Trainer damit vernünftig dann arbeiten kann. Naja, ich weiß es nicht. Das steht alles noch so ein bisschen in den Sternen. Für Sonntag hoffe ich natürlich auf einen Eintracht-Sieg. 3 Punkte gegen Leverkusen. Wäre doch ganz schön, wenn wir die Ersten sind. Und dann
Schauen wir mal, ob es auch so kommt. Und der Abschluss um 7:30 dann Heidenheim gegen Mainz. Die Heidenheimer sind zwar noch nicht ganz raus aus dem Abschießkampf, habe ich gesehen. Ich habe immer gedacht, die wären viel weiter weg, ey. Ich müsste mal öfter die Tabelle begutachten, bevor ich hier dieses Video mache. Also die sind noch nicht ganz raus, aber da müsste sehr, sehr viel mit dem Teufel zugehen, dass das noch schief geht. Vor allem, weil sie halt in Darmstadt gewonnen haben. Und Mainz mittendrin haben eine gute Phase momentan, werden ja auch als Sieger vorhergesehen. Also eine 2-3er-Quote auf einen Mainzer Sieg. Das würde ich auch nochmal unentschieden tippen. Das sind zwei Mannschaften, die wollen. Heidenheim zu Hause will nicht verlieren, auch wenn die jetzt nicht mehr großartig was mit unten zu tun haben. Aber die könnten zum Beispiel auch noch ins internationale Geschäft. Im besten Fall können die auch noch in die Conference League reinrutschen. Naja, alles völlig verrückt durch diese neue Regelung hier. Wie gesagt, kann gefühlt die halbe Liga international spielen. So, das war also der drittletzte Spieltag. Nächste Woche geht es dann im vorletzten Spieltag. Vielleicht stehen da schon ein paar nächste Entscheidungen fest. Und wir gucken jetzt nochmal bei uns auf die Gesamtübersicht. Da hat nämlich die Tabellenführung gewechselt. Aber ihr seht schon, die Kini und die Hegebusch beide mit 408 Punkten. Beide mit 408 Punkten. Der Kini hat noch nicht getippt. Dahinter dann Levin, Flipmos, Gott. Ich glaube, Levin wird da nicht mehr mit eingreifen können. Aber da muss ich mal gucken, wenn beide dann am Ende die gleiche Punktzahl haben, ob es dann irgendwie ein Stechen gibt, ob ich dann auslose, ob beide einfach 50 Euro kriegen, weil der Gesamtsieger kriegt ja eigentlich 100 Euro. Aber wenn es zwei Sieger gibt, dann kann man sich das ja aufteilen. Müssen wir dann gucken, wenn es soweit ist. Momentan sind sie noch beide punktgleich, wird auch sehr, sehr spannend. Ich bin auf dem 11. Platz, bin auch sehr, sehr zufrieden. Und ihr schaut wieder, wo ihr steht. Ich wünsche euch wie immer viel Glück für eure Teams. Lange ist es nicht mehr, dann ist die Saison vorbei, aber die nächste steht ja schon bevor. Europameisterschaft ist ja auch bald. Und von daher, genau. Apropos Europameisterschaft, habt ihr euch noch beworben um Karten? Habt ihr es noch versucht? Schreibt es auch da mal in die Kommentare rein. Ich habe es auf jeden Fall gemacht. Ich war 5 Stunden in der Warteschlange von morgens um 11 an, bis ich dann um 3 Uhr, glaube ich, dran war, um 15 Uhr. Und habe dann tatsächlich noch 2 Karten mir ergattert. Und zwar für ein Achtelfinale und ein Viertelfinale. Jeweils in Berlin am 29.06. und am 6.07. Vielleicht mit deutscher Beteiligung. Ich habe schon mal geguckt. Auf jeden Fall Achtelfinale ist entweder Gruppe A und B. Also ich sehe entweder zum Beispiel Deutschland gegen Spanien oder Schottland gegen Kroatien oder so. Wäre auch eine sehr, sehr spannende Partie. Ich bin gespannt. Ich lasse mich überraschen. Schreibt es mal unten rein. Vielleicht sieht man sich ja zufälligerweise. Vielleicht geht er ja auch zu irgendeinem schönen Spiel hin. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit Spieltag 33, vorletzter Spieltag. Wird auf jeden Fall sehr, sehr knapp. Also, macht's gut, schönes Wochenende und bleibt gesund. Ciao, ciao.